Hallo zusammen, jetzt melde ich mich doch nochmal in diesem Jahr. Andere zeigen an dieser Stelle die Outtakes des Jahres. Allerdings archiviere ich die misslungenen Szenen nicht und ich glaube auch nicht, dass meine Versprecher besonders witzig oder unterhaltend wären. Stattdessen machen wir heute etwas Wichtigeres. In die Videos schleichen sich auch immer wieder kleine Fehler ein, die ich heute korrigieren will. Leider kann man auf YouTube ein Video nicht so einfach durch eine korrigierte Version ersetzen. Die meisten Fehler habt ihr ja auch gefunden und ich will sie hier nochmal zusammentragen. Deshalb werde ich dieses Video bei den Videos, die betroffen sind, im Abspann verlinken. Ja, ich denke, wir gehen die Videos in chronologischer Reihenfolge durch. Als erstes ein Kommentar, der nicht von diesem Kanal stammt. Ich habe ihn in einem Rundfunkforum gefunden. Da wurde auf die beiden Videos zum DAB+ Empfängerbausatz verlinkt, mit folgender Bemerkung. Es ist etwas kritisch unter die Lupe genommen worden, wenngleich der Techniker allen Ernstes glaubt, über Kabel etwas empfangen zu können in Berlin. Ich denke, es geht um die Bemerkungen in der Zusammenfassung. Leider kann ich damit nichts am Kabelanschluss empfangen. In dicht bebauten Stadtgebieten oft die einzige Empfangsmöglichkeit, denn ausladende Antennenanlagen an der Hausfassade sind dort nicht möglich. Dass ich den fehlenden Kabelempfang als negativ werte, heißt nicht, dass ich so naiv war zu glauben, hier was empfangen zu können. Das habe ich auch vorher in dem Video ganz klar gesagt. Den Versuch, das Radio an den Kabelanschluss anzuschließen, den spare ich mir. Die Sender dort benutzen entweder die Frequenz 122 MHz, die liegt dann zwischen dem UKW und dem terrestrischen DAB-Signal, oder Frequenzen von über 338 MHz. Beides ist außerhalb des Empfangsbereiches dieses Bausatzes. Genauso ausführlich habe ich erklärt, warum ich innerhalb der Wohnung keine Chance auf einen vernünftigen Rundfunkempfang habe und auf den Kabelempfang angewiesen bin. Deshalb kann ich das nur negativ werten, denn für die Wohnung ist das Gerät für mich unbrauchbar. Also, liebe Leute vom Rundfunkforum, das nächste Mal etwas genauer hinhören bzw. das ganze Video ansehen. Gehen wir zu einem der beliebtesten Videos, Grundlagen der Stromversorgung. Und an die Stelle, als ich die Spannungsstabilisierung mit einem einfachen Längsregler erkläre. Bei diesem einfachen Längsregler wird der Vorwiderstand aus dem Laststromkreis herausgenommen. Die größte Leistung wird jetzt am Transistor umgesetzt und das auch nur bei Volllast. Durch RV fließt sowohl der Strom für die Z-Diode als auch der Basisstrom für den Transistor. Also durch den Vorwiderstand fließt der Basisstrom und der Strom der Z-Diode. Dann muss natürlich in der Formel da oben auch ein Pluszeichen stehen und kein Minus. Ton richtig, Bild leider falsch. Transistorverstärker Teil 1. Hier haben wir uns mit den wichtigsten Kennlinien beschäftigt und sie in einem 4-Quadranten Kennlinienfeld zusammengefasst. Drehen wir die 4 Kennlinien geschickt so, dass 2 Diagramme jeweils eine Achse gemeinsam nutzen, dann bekommen wir ein Kennlinienfeld mit 4 Quadranten. Allerdings ist mir die Nummerierung der Quadranten etwas durcheinander geraten. Die mathematisch richtige Bezeichnung wäre so, entgegen dem Uhrzeigersinn. Das sollte aber kein großes Problem sein, denn trotz anderer Nummerierung ist die Zuordnung im Video immer richtig. Gehen wir weiter zum Röhrenverstärker Teil 1 und sehen uns diese Szene an. Am Eingang haben wir eine Spitze-zu-Spitze-Spannung von 424 mV. Am Ausgang sind es dann 194 Volt. Da hätte ich eigentlich stutzig werden müssen. 194 Volt, wo sollen die herkommen? Da müsste der Verstärker ja in beide Richtungen voll aussteuern. Die Ursache ist ein einfacher Messfehler. Normalerweise teilt der Tastkopf des Oszillographen die Spannung durch 10 und so ist auch der Oszillograph eingestellt. Ich muss aber irgendwie an den Umschalter gekommen sein und auf 1:1 umgestellt haben. Das habe ich erst später bemerkt. Dadurch sind alle Werte um den Faktor 10 zu hoch. Also einfach durch 10 teilen, dann stimmt es wieder. Beim Röhrenverstärker Teil 2 geht es um die Einleitung. Der Klasse D Verstärker macht wenig Sinn, denn das Ziel, auf möglichst kleinem Raum den Verstärker mit möglichst wenig Wärmeabgabe aufzubauen, können wir bei der Röhre ja vergessen. Außerdem würde man das verlieren, wofür sich viele ja noch für den Röhrenverstärker interessieren, nämlich den typischen Röhrensound.
Ich bin zu Recht darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Klasse D-Betrieb beim Röhrenverstärker ursprünglich anders definiert war. Im tiefsten analogen Röhrenzeitalter dachte man noch nicht an Endstufen mit Pulsweitenmodulation. Inzwischen denken aber die meisten beim Klasse D-Betrieb genau daran. Es gibt unter dem Namen sogar Projekte, die genau so einen Röhrenverstärker bauen wollen. Umgangssprachlich hat der Klasse D-Betrieb bei der Röhre also inzwischen zwei Bedeutungen. Was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass so ein Pulsbetrieb vielleicht aus technischer Sicht interessant ist, um zu zeigen, dass es geht, aber eigentlich keinen Sinn macht. Achtet jetzt mal auf den Ausschnitt aus dem Video Operationsverstärker Teil 1. An beiden Eingängen haben wir jetzt das gleiche Signal im Gleichtakt. Die Differenz ist 0 und das messen wir auch am Ausgang. Dass die Gleichtaktunterdrückung nicht ganz 0 ist, können wir sehen, wenn ich die Verstärkung etwas weiter aufdrehe. Moment. Die Gleichtaktunterdrückung ist nicht ganz 0. Das wäre ja schlimm, wenn die nahe 0 wäre. Eigentlich soll die Gleichtaktverstärkung möglichst 0 sein. Das kommt davon, wenn man sich mehr darauf konzentriert, was man tut, anstatt auf das, was man sagt. Beim Thema LC-Schwingkreis hat sich im Zeigerdiagramm beim Reihenschwingkreis leider auch ein kleiner Fehler in der Abbildung eingeschlichen. Im rechten Zeigerdiagramm stellt der hellblaue Pfeil wie in den anderen beiden Abbildungen die Gesamtspannung dar. Statt I0 muss da deshalb natürlich U0 stehen. Der nächste Fehler ist eigentlich schon korrigiert. Hier nur nochmal der Vollständigkeit halber. Es geht um die Wertetabelle zur Hausaufgabe aus dem Video ABC von TTL und CMOS Teil 3. Hören wir uns das nochmal an. Keine Absicht war der kleine Fehler in der Ausgangstabelle. Segment G leuchtet natürlich auch beim A, also bei der 10. Danke an Hillybilly, der den Fehler bemerkt hat. Die nächsten Fehler betreffen den Adventskalender. Da haben wir das Video vom 3. Dezember, symmetrische Betriebsspannung erzeugen mit Operationsverstärker. Im Bild sind leider die Symbole an den Eingängen vertauscht. Bei einer Rückkopplung zum nicht invertierenden Eingang würde der Operationsverstärker als Komparator arbeiten und immer voll in eine Richtung schalten. Das muss natürlich der invertierende Eingang sein. Der Spannungsteiler aus den zwei Widerständen gehört an den nicht invertierenden Eingang. Wir haben hier einen einfachen Spannungsfolger. Und ein weiterer Druckfehler hat sich bei den beiden Teilen zum Emitter gekoppelten Multivibrator eingeschlichen. Mit den Bauelementewerten im Beispiel kommt man auf eine Frequenz von etwa 3 kHz. Verantwortlich dafür ist das RC-Glied aus C2 und R3. Dumm nur, dass C2 zweimal vorkommt. Der Elektrolytkondensator muss natürlich C1 heißen. Das war es dann aber wirklich für dieses Jahr. Wenn euch noch weitere Fehler auffallen sollten, schreibt das bitte in die Kommentare zum entsprechenden Video. Rutscht gut ins nächste Jahr, aber nicht so wörtlich nehmen.